Es wird ausgestrahlt, gell, Lidl? 2020 ist unser Unternehmen von der Schwarz-Gruppe gekauft worden. Und in einem der allerersten Workshops ist das Thema Stackit gefallen. Und es hat mich neugierig gemacht. Und wir als Unternehmen, wir haben früher 3 Kernfelder gehabt. Das eine war Softwareentwicklung, das zweite war der Bereich individuelle Domain, Premium-Domain-Verwaltung und Corporate Websites, die wir erstellt haben für Unternehmen. Und natürlich war es da naheliegend zu sagen, da gibt es eine Cloud in der Gruppe, die bauen was Eigenes. Und es hat schon fasziniert zu sagen, wir sind in der Lage vielleicht dort Dinge aufzusetzen für unsere Kunden, aber auch für interne Projekte und schon im frühen Stadion zu lernen, wo wir da stehen. Und das hat sich über die Zeit gefestigt, ehrlicherweise. Und als letztes Jahr im Sommer so die Idee kam, zu integrieren und einen Zielhafen zu suchen, verbunden mit der Vision, ein unabhängiges Europa, digital führend, war für mich ganz klar, dass ich darauf Lust habe, in diesen Bereich reinzugehen, etwas anzubieten hier in Europa, das vielleicht andere in dieser Art und Weise nicht haben, wo wir wirklich technisch vom ersten Baustein bis zum obersten Baustein alles abbilden für unsere Kunden, für unseren eigenen großen Kunden, die Schwarz-Gruppe. Das hat mich gereizt. Und man sucht ja auch einen Sinn im Leben. Und wenn du die Vision verbindest mit einem Sinn, das ist ja genau da, wo dich Sinn treibt. Ja, zu sagen, ja, da kannst du wirklich was schaffen, kannst was aufbauen, das es in dieser Art nicht gibt. Es fühlt sich hervorragend an, ein Teil zu sein. Und ich bin wirklich ein Teil geworden, glaube ich. Also man spürt es in der Zusammenarbeit, die jetzt seit mehreren Wochen sehr intensiv ist. Wir arbeiten unter Kollegen zusammen, wir arbeiten integriert zusammen. Und nicht nur ich, sondern auch mein Team. Ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einem meiner Teamkollegen, der jetzt auch im Urlaub war. Und um einen O-Ton aufzugreifen, er hat gesagt, er freut sich riesig auf den 1.9. Und insofern, ich glaube, die meisten im Team freuen sich genau darauf, jetzt auch in eine Richtung zu laufen, einem Ziel verbunden zu sein. Da haben wir alle Bock drauf. Wir sind Stackit Solutions, ja, wie der Name schon sagt. Wir bauen Lösungen und betreiben Lösungen. Wir sind in der Lage, Kunden ganzheitlich Lösungen zu bieten. Wir können beginnen mit der Beratung, Digitalberatung, Migrationsberatung. Wir können bei der Implementierung unterstützen. Wir können komplett implementieren und wir sind in der Lage, Systeme zu betreiben. Das heißt, hier auch bis zum Managed Service für den Kunden da zu sein und ihn tagtäglich zu unterstützen. Wenn wir heute schauen, liegt Deutschland im Mittelfeld, was die Digitalisierung betrifft. Und es liegt ja nicht daran, dass die Leute keine Lust haben, sich zu digitalisieren, sondern es liegt häufig daran, dass einfach auch vielleicht Know-how fehlt. Die Leute wissen auch gar nicht, wie sie da hinkommen können. Und hier können wir genau unterstützen. Hier können wir da auffüllen, wo Know-how beim Kunden fehlt. In gemischten Teams, das heißt gemeinsam mit dem Kunden oder auch komplett autark, einzeln. Und das in der gesamten Bandbreite. Also in der Regel fängst du an mit Workshops, du schaust, hey, wo ist das Know-how, was braucht der Kunde, wo möchte der Kunde eigentlich selbst hin, was braucht er, um in seinem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Klare Anforderungen zu definieren, zu schauen, was kann der Kunde leisten, wo müssen wir unterstützen, wie können wir ein gemeinsames Projekt aufsetzen mit dem Ziel, dass es am Ende auch vollständig betrieben ist. Wir kommen aus einem kleinen Unternehmen und sind heute in einen größeren Rahmen eingebracht. Da verändern sich natürlich Dinge, die Wege werden manchmal etwas länger. Wir haben natürlich Standards, an die wir uns halten müssen. Das ist etwas, was in dem Integrationsprozess aktuell umgesetzt wird, was etwas Zeit braucht. Das muss auch bei den Menschen ankommen. Der große Vorteil ist allerdings, wir können uns wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Dinge, die wir in der Vergangenheit getan haben, die können wir jetzt über Standards abdecken und können wirklich uns auf Projekte komplett konzentrieren. Ich glaube, das ist das, was am Ende hilft. Und deswegen ist es auch ganz okay, dass es ein bisschen wehtut an der einen oder anderen Stelle. Wichtig ist, dass wir am Ende uns auf die Projekte konzentrieren können, auf unsere Kunden konzentrieren können. Weil ich bin der Überzeugung, nur wenn du den Kunden im Fokus hast,
Nur dann kannst du vom Kunden aus rückwärts denkend die beste Lösung, das beste Produkt bereitstellen.